Eine Galeristin in Berlin hat meine Arbeiten gesehen. So, ich habe ihr erzählt, dass ich so Klebbilder mache. Dann ist sie bei mir vorbeigekommen, ich habe ausgelegt. Und dann haben wir eine Ausstellung geplant. Und dann sehe ich die Galerie mit 2 grossen Wänden. Und dann habe ich gesagt, ja, eine könnte man voll decken, aber die andere, da würde es mich schon reizen, mal etwas Grösseres direkt auf die Wand zu machen. Und habe das mit ihr besprochen. Und sofort hat es mich fasziniert und bin gespannt gewesen, wie ich das mache. Und dann gerade im weiteren Schritt habe ich gesagt, ja, aber vielleicht gerade mit Live-Musik. Und dann sind wir dazu gekommen, oder, dass ich mit Musikern geschafft habe. Und seitdem ist es ist weitergegangen. Und ich habe auch hier und da mit Klebstreifen Plakate gestaltet. Aber effektiv drauf gekommen bin ich in Berlin, wo bei den Waschmaschinen etwas geronnen hat. Dann dachte ich, jetzt muss ich da Isolierband kaufen im Baumarkt. Und sehe da alle Farben. Gerade so ein Regal gesehen mit Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz. Da habe ich gerade alle gekauft. Also wie ein Kind im schreibbaren Laden, wo der Prismalokasten sieht, der neue. Und dann habe ich die genommen und habe gesagt, oh, mit denen mache ich jetzt etwas. Es war ja nichts Neues für mich. Es ist ja das Komponieren mit Formen und Farben. Also von dem her ganz reduzierte Arbeit von Gestalten. Und dann habe ich natürlich auch Punkte entdeckt, eben, dass ich auch noch Halbkreis, Kreise, Punkte. Das war auch noch mal eine Erweiterung, aber die habe ich eigentlich erst so nach 2-3 Jahren gemacht. Das ist dann wieder eine Kombination oder, mit Punkt, Strich, Fläche, oder? Also eben auch ganz basic, oder? Es ist so elementar alles und es bleibt eigentlich das. Ich hüte mich zu planen. Weil wenn ich anfange zu sagen, ja, aber da fange ich an und mit dem zufälligen Streifen, den ich nehme, es soll so sein. Es soll so sein. Da habe ich jetzt natürlich auch vorbereitet, weil es eine grosse Wand ist und sehr eine hohe Wand ist, habe ich ja vorher schon etwas machen. Ich kann nicht ständig auf Gerüst durchklettern und runter, und das wäre jetzt nicht interessant mit einer Live-Performance. Jetzt ist natürlich schon etwas gegeben, wo ich weiterfahre. Das ist klar. Das ist vielleicht der Unterschied zu einer leeren Wand, wie ich sie auch meistens mache, oder? Und dann, aber es ist ganz spontan. Ich will, dass es spontan ist. Ich glaube sogar, eine gute Arbeit braucht eine gewisse Spontanität. Also gerade jetzt für Musik, im Speziellen für Jazz, bin ich einfach herausgefordert, dass es eine direkte Geschichte ist. Es geht um Live-Musik, die gerade passiert. Und ich habe den Anspruch im Plakat, dass es eine gewisse Frische und Direktheit hat. Also von dem her ist es nichts Neues für mich. Ich habe mir vorgenommen, möglichst immer wieder mit neuen Musikern zusammenzukommen. Also ich habe mit dem Duo, mit denen, die ich angefangen habe in Berlin, mit denen habe ich es jetzt schon das 2. Mal gemacht. Aber sonst habe ich jetzt immer wieder andere Musiker gehabt, und das ist eben auch spannend für mich. Und alle gehen anders drauf hin. Und ich glaube, es ist auch im Wesen von der Musik, von der improvisierten Musik, dass ein Partner dazukommt und etwas Neues entsteht. Ich gehe nicht korrigieren. Ich würde jetzt nie an einer Wand und anderen, der steht jetzt ein bisschen schief, der würde die andere. Das ist passiert. Oder? Der Musiker hat den Ton auch nicht zurückgenommen, wenn er rauslässt. Es muss einfach echt Zeit sein. Und ich glaube eben, dass es doch reinspielt, dass ich mich das Leben lang mit Musik befasst habe und mit Abläufen und mit Rhythmus. Auch in der Grafik mit Rhythmus. Und das kommt natürlich dem entgegen, und ich muss
Also ich bin nicht blockiert, wenn ich mit ihnen arbeite. Es geht immer weiter. Darum ich fühle mich recht frei dabei.
Und ich habe eigentlich, ursprünglich habe ich immer gemeint, ich reagiere dann auf die Musik, wenn ich die Wand in Berlin gemacht habe. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, die Musiker hat mir gesagt, sie reagieren auf mich. Also es ist ja wirklich, es ist ein Dialog. Und es ist eigentlich nicht ähnlich, wie wenn ich ein Bandmitglied wäre, oder?